Wenn du dich für die amerikanische Green Card EB5 interessierst, also für das goldene Visum in den USA, dann gibt es gute Gründe dafür, warum du dieses beantragen solltest bis zum 30. September 2026. Und warum das so ist, das werde ich dir in diesem Video verraten. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn auch du vorhast, in die USA auszuwandern oder dort ein Unternehmen zu gründen, unterstützen wir dich natürlich gerne dabei. Ich bin selbst 2008 in die USA ausgewandert. Unser Office ist in Austin, Texas. Und wir helfen vielen Mandanten aus dem deutschsprachigen Raum, sich in den USA niederzulassen, amerikanische Visa und Green Cards zu beantragen und natürlich dort Unternehmen zu gründen und diese laufend auch zu betreuen. Wir veranstalten regelmäßig auch Reisen nach Austin, Texas. Du kommst mich praktisch besuchen und ich zeige dir Austin und Texas eine ganze Woche lang. Eine tolle Sache, wenn du dich wirklich mit dem Gedanken auseinandersetzt, in die USA oder nach Texas auszuwandern. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Die EB5 Green Card, sie ist ja eine sehr beliebte Green Card, um sich in den USA niederzulassen, um dort eine Daueraufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Denn anders als andere Green Card und amerikanische Visa ist es nicht notwendig, dafür in den USA ein Unternehmen zu gründen, einen Betrieb zu etablieren, wo du Mitarbeiter einstellen musst und Umsatzziele möglicherweise erreichen musst. Du brauchst auch keinen Arbeitgeber, du musst auch nicht in den USA arbeiten, sondern du bekommst eine Green Card schlicht und ergreifend, weil du einen gewissen Betrag in den USA investierst. Und zwar sind das momentan zwischen 800.000 und 1 Million US-Dollar. Und investieren bedeutet nichtmals, dass das Geld dann weg ist, also im Sinne eines Stammkapitals, dass du in ein Unternehmen investierst. Tatsächlich gibst du einfach einem amerikanischen Unternehmen ein Darlehen. Dieses Darlehen wird dann für ein Projekt verwendet. Dieses Projekt ist von der Einwanderungsbehörde USCIS freigegeben. Damit werden dann Jobs geschaffen und nach ein paar Jahren bekommst du das Darlehen zurück. Lass mich dir ein kurzes Beispiel geben. Die Firma Hilton baut zum Beispiel in Fredericksburg, das ist im wunderschönen Hill Country, eine deutsche Stadt, ungefähr 2 Stunden von Austin entfernt, ein Waldorf Astoria Hotel. Dafür sucht sie insgesamt 139 EB5 Investoren, die dort jeweils 800.000 Dollar investieren. Es hat die Genehmigung erhalten als ein EB5 Projekt von der Einwanderungsbehörde. Da kannst du also nun Hilton 800.000 zur Verfügung stellen. Nach ein paar Jahren bekommst du das zurück. Deine Green Card bekommst du natürlich sofort, da musst du jetzt sicher ein paar Jahre warten. Also ein rein passives Investment. Alles, was du letztlich machen musst, ist diesen Betrag zu investieren. Wie gesagt, du musst dich nicht anstellen lassen, du musst nicht arbeiten, du musst kein Unternehmen gründen. Und für viele, die vorhaben, in den USA zu leben, aber keine Lust auf den Dauerstress eines Betriebs haben oder die vielleicht auch schon im Ruhestand sind oder im Vorruhestand sind, ist diese Lösung tatsächlich ideal. Die Bearbeitungszeit schwankt. Ich würde sagen, du musst ungefähr 1 Jahr rechnen, bis du die Green Card hast. Wir haben aber auch Fälle, die bekommen sie schon sehr viel schneller, mittlerweile tatsächlich schon nach 4 bis 6 Monaten. Deine ganze Familie erhält ein Aufenthaltsrecht in den USA, inklusive deiner Kinder unter 21. Und es handelt sich, wie gesagt, um eine unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis. Kein zeitlich begrenztes Visum. So, was hattest du mit dieser Deadline auf sich von September 2026? Nun, anders als man ja oftmals aus den Medien glauben könnte, gibt es natürlich in den USA ein Parlament. Es ist eine parlamentarische Demokratie und es ist der Kongress, der entsprechend per Gesetz solche Visa wie die EB5 Green Karte genehmigt und dann auch laufend finanziert. Anders wie zum Beispiel diese Trump Gold Card, wo hier der Präsident letztlich per Dekret eine solche Gold Card einführt, liegen die tatsächlichen Visa tatsächlich im Verantwortungsbereich des Parlaments, wie es ja auch sein sollte. So, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Nur wenn du deinen EB5-Eintrag bis zum 30.09.2026 einreichst, dann hast du die Garantie und den Rechtsschutz, dass dieses EB5-Visum noch nach den bestehenden alten Regelungen bearbeitet wird. 2027 könnte es dann neue Regelungen geben. Du weißt ja sicherlich, was Präsident Trump im Sinn hat. Er möchte möglicherweise die Zugangskriterien verschärfen. Er möchte möglicherweise erreichen, dass mehr investiert wird, dass genauer geprüft wird und was man sich sonst noch an Verschärfungen so vorstellen kann. Das heißt, wenn du davon nicht betroffen sein willst, und ich hatte dir ja gesagt, die Bearbeitung eines Antrages dauert ungefähr 1 Jahr. Das heißt, selbst wenn du den Antrag noch bearbeitest zu den alten Regeln, aber dann ist dein Antrag monatelang in Bearbeitung, dann bist du möglicherweise schon von den neuen Regeln betroffen
betroffen. Oder eben du beantragst die Green Card bis zum 30.09., also bis zu diesem Zeitpunkt musst du das Ganze bei der Behörde eingereicht haben, bei USCIS. Also wenn du Rechtssicherheit willst, wenn du Verlässlichkeit willst und ohnehin vorhast, die EB5 Green Card zu beantragen, dann würde ich es jetzt tun, dann würde ich nicht mehr warten, denn im aktuellen politischen Umfeld kann es ja ansonsten dann massive Änderungen geben, die sich auf dich auswirken. In diesem Sinne, wenn auch du Interesse hast an einer EB5 Green Card, wenn auch du den Antrag gerne vor dem 30.09. einreichen möchtest, wenn du konkret die ersten Schritte machen willst, dann kontaktiere uns gerne. Ich führe gerne ein Beratungsgespräch mit dir. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos, Link zu unserer Webseite ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos. Wie ich es ja eingangs schon gesagt habe, wir helfen vielen Mandanten dabei, sich in den USA niederzulassen, ihren amerikanischen Traum zu verwirklichen. Vielleicht hast du sogar Zeit, das nächste Mal mich in Texas besuchen zu können, mit uns auf unsere Entdeckungsreise in Texas zu gehen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.